Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Text-to-Tech-Podcasts. An meiner Seite ist wieder Martin Grau. Herzlich willkommen, Martin. Hallo Melchior. Wir haben in den letzten Folgen viel über Technologie gesprochen, über die große Vision, wie die Kanzlei von morgen aussieht und so weiter. Und jetzt muss ich ja so ein bisschen aus meiner alltäglichen Praxis mal erzählen. Und zwar habe ich gerade eine Kanzlei gekauft. Das ist sehr vereinfacht gesagt, muss ich dazu sagen, aber ist für das Beispiel eigentlich egal, weil gehe ich mal davon aus, dass ich in eine Kanzlei laufe, die einfach so eine typische, durchschnittliche deutsche Steuerkanzlei ist. Da ist ein bisschen digital dabei, da ist ein bisschen alle Branchen dabei, da ist auch noch viel Papier dabei, da hat auch ehrlicherweise die Mandatschaft eine gewisse Altersstruktur und die Mitarbeiter haben eine gewisse Altersstruktur. Mitarbeiter haben unterschiedliche Talente, Fähigkeiten und auch Kenntnisstand, sowohl fachlich als auch irgendwie, was Digitalisierungsthemen betrifft. Das ist so die Realität. Jetzt kommen zwei Leute dahergelaufen in so einem Podcast und erzählen, wie toll digital die Zukunft ist und dass das ja ganz schön ist mit Startups und so. Das ist ja das eine, dass ich ein Startup habe, was ich jetzt heute gründe und super digital aufstelle auf der grünen Wiese. Da kann ich mir das natürlich alles ausdenken. Und ich würde gerne mit dir diese Folge mal darüber sprechen, wie kriege ich denn den Status quo der Steuerberatungsbranche einfach in diese Zukunft hin. Also das ist ja schön, dass man ein Bild hat und eine Vorstellung davon hat, wie etwas in der Theorie schön digital und automatisiert laufen sollte. Die Realität sieht aber noch ganz anders aus. Und natürlich kann es da keine perfekte Anleitung geben, behaupte ich jetzt einfach so. Vielleicht belehrst du mich gleich eines Besseren. Aber mit dir würde ich super gerne mal darüber diskutieren und sprechen. Wie fängt man denn eigentlich an, wenn man heute in so einer Durchschnittskanzlei sitzt und steht und irgendwie sagt, ich hätte es aber gerne irgendwie ein bisschen anders. Wie würdest du anfangen? Du machst sowas ja zum Teil auch beruflich, wenn du so eine Kanzlei siehst und der Kanzleiinhaberin sagt, ich hätte jetzt gern die vollautomatisierte digitale Überfliegerkanzlei. Das wäre mal schön, wenn so jemand zu uns käme. Aber also Punkt 1, Melchior, es gibt kein immer gültiges Storyboard. Das funktioniert nicht. Das habe ich befürchtet. Das ist mal Punkt 1. Und das, was wir gelernt haben, ist betriebswirtschaftlich vorangehen erst einmal. Ja, also wir könnten jetzt Sollprozesse formulieren, den Ist-Zustand aufnehmen, den Weg dahin. Dafür entwickelt sich aber viel zu schnell. Also tatsächlich in die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens einsteigen. Und der zweite Punkt ist das Rollenmodell der Kanzlei einmal hinterfragen. Wer tut was, warum? Und aus diesen zwei Parametern ergeben sich sofort Dinge, wo man nämlich sieht, aha, betriebswirtschaftliche Kennzahl zum Beispiel, welche Leistungserbringung ist profitabel, wo ist keine Marge drin, hat das Unternehmen überhaupt eine entsprechende Möglichkeit, diese Zahlen sichtbar zu machen, ja, mit den aktuellen Mitteln, und wer macht in der Kanzlei was und warum? Wenn man da anfängt, einmal, was heißt es betriebswirtschaftlich, gibt es Investitionen, wenn ja, wo rein, und B, welche Rollen übernehmen die Mitarbeitenden überhaupt und was machen die, dann hat man fast schon ja zu sagen, okay, machen die das gerne, würden die gerne was anderes machen, warum läuft betriebswirtschaftlich das ein oder andere nicht, oder selbst schon an der ersten Frage angefasst, Melchior, wieso gibt's überhaupt gar keinen Blick in diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen? Warum ist er gar nicht da? Ja. Warum gibt's das gar nicht? Das könnte ja alles passieren. Insofern würde ich sagen, das sind die beiden Anknüpfungspunkte und ganz bewusst nicht nur auf die Prozesse geschaut, weil ich glaube, dass die viel weniger wichtig sein werden in Zukunft als eben genau diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und die Menschen, die diese Rollen letztendlich haben, welche auch immer es sind, weil die sind der Garant für den Erfolg hinten raus. Ja, ich glaube, also gerade das Rollenverständnis, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren echt viele Kanzleien auch mir angeschaut, wie die arbeiten, Zahlen natürlich auch. Gerade die Rollen, also gerade auch das nicht nur, dass man sich selber überlegt hat, warum ist welcher Mitarbeiter eigentlich gerade da und was ist das Ziel, also was ist am Ende das, was der Mitarbeiter auch abliefert, dafür eine Transparenz bei den Mitarbeitern zu bekommen, also dass der Mitarbeiter wirklich weiß, meine Aufgabe hier ist das ist, glaube ich, nicht besonders verbreitet. Also das habe ich bisher ganz selten gesehen. Wir hatten es aber jetzt speziell jetzt bei Contest schon auch sehr direkt, also wir haben halt viel mehr Arbeitsteilung betrieben. Das lag ein bisschen daran, dass wir halt einfach sehr viele kleine Mandate auch hatten, aber wir hatten halt 2 Mitarbeiter, die nichts anderes
anderes gemacht haben, als Stammdaten bei Datev anzulegen. That's it. Das kann man auch, glaube ich, so ein bisschen beobachten. Es gibt so diese Kanzleien, wo jeder fast alles macht. Also inklusive Mandatsanlage, inklusive Buchhaltung, Jahresabschluss und so weiter. Und dann arbeiten zwar viele Kanzleien irgendwie mit so einem 4-Augen-Kontrollprinzip. Das heißt, dass zumindest nochmal jemand Externes drüber schaut. Aber trotzdem merkt man relativ zügig, dass die Mitarbeiter in einer Kanzlei, die zwar theoretisch das Gleiche machen, wie zum Beispiel eine Finanzbuchhaltung, aber ganz unterschiedliche Arten und Weisen haben, wie sie das machen. Also das heißt, dass eine Kanzlei bei weitem nicht ein Unternehmen ist, das jetzt einheitlich zum Beispiel die Dienstleistung Finanzbuchhaltung erbringt, sondern dass es am Ende doch irgendwie jeder Mitarbeiter individuell macht. Das ist schon faszinierend. Ich war überrascht, wie unterschiedlich man ein und dieselbe Software für ein und die gleiche Tätigkeit bedienen kann. Man sollte ja glauben, wir benutzen fast alle die gleiche Software, wir machen fast alle das Gleiche, weil eine Umsatzsteuervoranmeldung sieht von der Struktur bei allen von uns irgendwie gleich aus. Aber wie man da hinkommt, das sieht selbst innerhalb einer Kanzlei unfassbar unterschiedlich aus. Du kannst das auch noch anders aufbrechen, ne? Die Durchschnittskanzlei, du hast ja nicht ganz unwesentlich die Rolle des Kanzleiinhabers in der Mitte. Deswegen war mir wichtig, über Rollen am Anfang zu sprechen. Denn was du sagst, ist Software, Arbeitsteilung etc. Ja, dann kommen so Begriffe wie Customer Success und so Gedöns auf einmal auf den Trichter. Nimm mal alleine nur die Arbeitsweise ohne Software jetzt mal zur Seite, allein schon nur in der Buchhaltung. Also wie buche ich was? Da ist schon eine Kakophonie, nenne ich das immer, ja, also eine Mannigfaltigkeit an Lösungen unterwegs für das ein und dasselbe Thema, wo ich immer gedacht habe, wieso bucht das doch einfach so, das machen alle so? Nein, da wird erstmal auch viel drüber diskutiert. Das zweite Thema ist dann, also erstmal nur diese Fachgruppe. Dann guckst du, was macht eigentlich der Kanzleiinhaber alles? Was macht der die ganze Zeit? Und in 70% der Fälle wirst du merken, viel zu viel, wo er gar keine Ahnung von hat, weil sie alle meinen, der müsse das machen und er auch im Übrigen leider, er meint auch, dass er es machen muss oder sie. Und dann zu gucken, okay, was könnte denn in ein neues Rollenmodell reinschwupsen? Ich höre jetzt immer aus so Startup-Dinger, Customer Success, auch so Productized Services, das sei irgendwie wichtig. Ich habe das Ding vor 5 Jahren, als ich mein Rollenmodell entwickelt habe, Mandatskoordinator genannt. Das ist extrem deckungsgleich damit. Dann gleichzeitig zu gucken, wieso ruft der Chef eigentlich die ganzen Mandanten an? Was ein Quatsch. Lass doch mal gucken, dass das Team das macht. Wo sind Dinge, wo die sagen, hier, dieses Mandat ist deswegen betriebswirtschaftlich schlecht, weil da merkst du schon, was das für Typen sind in der Kanzlei. Und schon bist du ganz flink dabei, diese Kanzlei mit dem vorhandenen Personal und deren Energie zu analysieren, ohne jetzt so, das ist der Prozess. Die wissen das selber von sich. Und dann kommt jetzt der nächste Schritt zu sagen, gut, dann trenne ich das, wie du gerade Stammdateneingabe gesagt hast. Standardisieren ist 1. Ja, das ist der Punkt 1. Standardisiere die Arbeitsabläufe. Dann zentralisiere sie. Suche dir eben Abteilungen im Unternehmen. Da musst du dem Kanzleiinhaber überhaupt mal sagen, dass er Abteilungen hat. Die kennt er nämlich im Zweifel gar nicht. Und dann kannst du gucken, wie automatisiere ich Teile der standardisierten Fachworkflows, auch Teile der standardisierten Dateneinlieferungsworkflows. Und jetzt gehen wir dann in Customer Success, Mandatskoordination, Upselling, Geschäftschancen, Mandantenberatung, wo alle immer so von reden. Aber das ist, ganz ehrlich, das ist ein Jahr oder anderthalb wahrscheinlich, ja, bis du da hinkommst. Am Anfang kannst du in der betriebswirtschaftlichen Auswertung sehen, wenn du zentralisierst und standardisierst in der Tätigkeit und den Prozess dann aufschreibst, gar nicht den alten irgendwie nehmen und analysieren, sondern das nur tun, dann wirst du ganz viele Hebel finden, an denen du eine solche Kanzlei erfolgreicher machen kannst, mehr Geld generieren kannst, um das dann zu investieren, vor allem in das Training der Mitarbeitenden, weil das, wo wir unterwegs sind, diese ganzen Rollen, die ich gerade genannt habe, Business Development, Partner, was weiß denn ich, Partnermanagement etc., sind ja böhmische Dörfer für viele Kanzleien. Da ist dann Geld notwendig, um die Menschen ja zu schulen, ihnen Angst zu nehmen, Sorge zu nehmen und. Das wäre mein Vorgehen. Also erstens betriebswirtschaftliche Kennzahlen, zweitens die Rollen der Mitarbeitenden checken und drittens sie danach fragen, was sie anders machen wollen und dann sich selber einen Role Model aussuchen, was man haben will und das dann nicht
das muss jetzt, sondern zentralisieren, also erst standardisieren die Arbeitsprozesse oder das Arbeiten, ne? Wir buchen immer gleich, der Mandant muss immer die Unterlagen reinbringen, wenn er angenommen wird. Es gibt diese Regel, dann zentralisieren, weg von den Mitarbeitenden, die vielleicht so in einem Werkstatt gearbeitet haben, mehr auf Arbeitsteilung gehen und das systematisch dann machen. Das wäre das Vorgehen. Einfach nur, vielleicht um ein Beispiel zu geben. Wir haben es also bei der Kontosteuerberatung, das ist zugegebenermaßen ein extremes Beispiel. Deswegen, liebe Steuerberater, Steuerberaterinnen, die gerade zuhören und in der Kanzlei stehen, die werden gleich den Kopf schütteln und sagen, das kann doch nicht effizient sein. Soll man nicht vergessen, dass wir mit diesem Setup in der Spitze 200 bis 300 Neumandate pro Monat nicht angesprochen haben, nicht Bewerbungen oder Anfragen bekommen haben, sondern wirklich tatsächlich geonboardet haben. Das heißt, das war wirklich ein Prozess, der extrem auf Masse ausgelegt war. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass nicht jedes Mandat das toll findet. Aber bei uns bei Kontist war es tatsächlich so, die haben irgendwo Werbung von uns gesehen, Social Media, Webseite, was auch immer, haben sich dann irgendwo eingetragen, dass sie Mandat werden wollten und haben da 6, 7 Fragen beantwortet, wo wir die ersten schon rausgefiltert haben. Also wir haben zum Beispiel kein Bargeld gemacht, wir haben kein E-Commerce gemacht, wir haben so ein paar Sachen einfach nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das passt nicht zu uns, weil es abseits von der Produktionsstraße ist, die wir hier aufbauen. Weil das Ziel war immer, wir bauen eine Produktionsstraße auf, die für eine Mandantengruppe der beste und effizienteste Weg ist, quasi die gesetzlichen Auflagen und Verpflichtungen abzuliefern. Also Einnahmenüberschussrechnung, Finanzbuchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Und da ist halt bargeldintensives Geschäft ein bisschen schwieriger, weil man hat plötzlich sowas wie eine Kasse. Da ist E-Commerce schwierig, weil man plötzlich irgendwie umsatzsteuerrechtliche Thematiken hat, die irgendwo anders da sind. Aber deswegen, die haben sich selbst quasi schon mal vorqualifiziert mit diesem Fragebogen. Dann hat tatsächlich jemand angerufen, der nur noch mal nachgefragt hat. Der hat noch mal eine bisschen längere Liste gehabt. Der hat so ungefähr 20 Fragen gehabt, die er einmal durchgehen musste. Und da wurden tatsächlich auch noch mal Dinge aussortiert, also Mandate aussortiert, aber vor allen Dingen aufgrund von harten Fakten. Da ging es dann darum, wann wurde die letzte Steuererklärung auch abgegeben. Da ging es auch ein bisschen darum, ehrlicherweise, wie ist das Auftreten und generell die Zahlensicherheit dieser einzelnen Mandate. Das ist mehr so ein Gefühl. Das können wir nicht durch so harte Fakten im Fragebogen abfragen. Wenn man das Gefühl hat, der hat gar keine Ahnung, was er eigentlich verdient und wie das mit der Krankenkasse und der hat in den letzten 2 Jahren noch keine Steuererklärung gemacht, dann weiß man, oh gut, wir haben sie intern die Lebenskünstler genannt. Ich liebe Künstler und die sollen weiter künstlerisch sein. Die passen dann aber nicht in so eine Produktionsmassenstraße, wie wir hier aufgebaut haben. Und dann haben sie da dann nochmal ausgefiltert. Und das war wirklich vorgelagert. Das war so das erste nochmal Qualifikationsgespräch. Und dann hatten wir ein Vertriebsteam. Das Vertriebsteam bestand zum Teil auch aus Steuerfachangestellten, aber halt auch Vertrieblern, die in der Lage sind, zu erklären, wie ein Service funktioniert. Und dann sind die quasi weitergekommen und haben dann mit denen in einem weiteren Termin quasi besprochen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit uns. Und erst wenn die Mandanten dann gesagt haben, das passt, das will ich tatsächlich so haben und so kaufen, wie ihr das macht, dann gab es so eine Art Erstberatung und das war dann tatsächlich bei Steuerberatern auch. Und da wurden so die ersten steuerlichen Fragen geklärt. Das war schon das 3. Telefonat da. Und das war tatsächlich schon auch ganz häufig ein inhaltliches Beratungsgespräch, weil man sucht sich in der Regel einen Steuerberater, wenn man gerade ein Anliegen hat. Theoretisch könnte man sich immer einen Steuerberater suchen, aber viele Mandanten verspüren erst einen Schmerz, wenn es denn soweit ist, wenn es dann irgendwo wehtut. Und wehtut, tut es meistens, weil das Finanzamt irgendwas von einem möchte oder weil man gerade zufälligerweise weiß, dass was man jetzt gerade macht, steuerliche Auswirkungen hat. Also keine Ahnung, Erben oder Autokauf oder was auch immer was. Und das wurde auch schon natürlich bepreist und abgerechnet. Aber aus den Informationen aus dem Gespräch hat dann quasi der Berater da an der Stelle das Briefing gegeben und dann hat danach ein reines Onboarding-Team tatsächlich die Mandatsannahme vorgenommen, hat auch nochmal Unterlagen abgefragt, wie letzten Steuererklärung und so weiter. Das war auch eine ganz klare Checkliste. Das ist ja schon die 4. Person, die daran ist, die quasi nur das Onboarding- und Administrationsteam bei uns war, die das gemacht hat. Und erst wenn die gesagt hat, okay, wir haben jetzt alles, wir haben jetzt alle Felder, die ausgefüllt werden müssen, ausgefüllt, dann ist das nächste Team gekommen und das ist das FIBU-Team. Und das FIBU-Team hat dann immer in 2 Frequenzen gearbeitet. Das eine war monatlich, das andere quartalsweise und die haben halt nichts anderes gemacht als gebucht. Dann gab es tatsächlich noch ein Unterteam von dem FIBU-Team, die hat sich darum gekümmert, die Vormonate aufzuräumen, falls es da noch was zum Aufräumen gab. Weil das hat man in der Regel auch, wenn man ein Neumandat hat, irgendwann im Juli, dann hat man ja eine erste Jahreshälfte oder das Vorjahr oder was auch immer. Das war aber dann unter Umständen noch ein Unterteam und dann gab es ein Team, was nichts anderes gemacht hat, als die laufende FIBU so schnell wie möglich, so zeitnah wie möglich immer abzuliefern und zu buchen. Und dann gab es ein Qualitätsteam, die dann, bevor die Umsatzsteuervoranmeldung durchgeführt
durchgegangen sind, immer nochmal durchgegangen sind, Plausibilitätscheck gemacht haben und so weiter. Da hatten wir so ein Ampel, auch Scoring-System, dass wir sehr schnell erkannt haben, reden hier von tausenden Mandanten, sehr schnell erkannt haben, da müssen wir mal ein bisschen genauer reinschauen. Oder wenn alles auf grün war, dann ging das halt direkt weiter. Und wenn das Jahr dann abgeschlossen war, dann ging tatsächlich eine automatisierte Kampagne los an die Mandanten, dass die Informationen uns zuschicken, die für die Jahresabschlussarbeiten wichtig sind. So, da geht es ja um Fahrtenbuch und all die ganzen Sachen, die auch außerhalb der eigenen Buchhaltung laufen, Homeoffice, Verpflegungsmehraufwendung und so weiter, weil man das nicht auf den Kontoauszügen lesen kann. Und erst nachdem die Mandanten quasi das ausgefüllt haben, bestätigt haben, dass das vollständig ist, ging das dann an wir haben die Teams ehrlicherweise Monthly und Yearly genannt. Das heißt, sie hießen Monatsteam und Jahresteam. Was war so die Frequenz, in der sie an den Mandanten gearbeitet haben? Und dann ging es quasi ans Jahresteam. Und die haben dann wie Projektarbeit Fall aufgemacht, hatten die gesamte FIBU bei uns schon und die Unterlagen, die der Mandant eingereicht hat, und haben den Jahresabschluss und die Steuererklärung fertig gemacht. Und dann ging das, wenn das bei uns fertig war, ging das raus an Mandant, der hat das quasi freigegeben und ans Finanzamt. Und wenn er zwischendrin Fragen hatte, gab es parallel dazu quasi ein Beratungsteam, was jederzeit eingesprungen ist, wenn der Mandant mal angerufen hat. Das war dann nicht das FIBU-Team oder das Jahresabschlussteam, was die Frage beantwortet hat, sondern ein eigenes Beratungsteam, die natürlich auch eine gewisse charakterliche Eigenschaft haben, dass sie eher kommunikativer sind und mehr auch, ich würde mal sagen, darauf bedacht sind, dass der Gegenüber einen auch versteht und die nicht versuchen, mit möglichst vielen Paragraphen möglichst kompetent zu klingen, sondern die auch einen Sinn dafür haben. Und so war letztendlich diese ganze Maschinerie aufgebaut, um einfach mal ein extremes Beispiel zu nennen. Und so würde man mit Sicherheit mit einer 10-Mitarbeiter-Kanzlei niemals vorgehen, weil es vollkommen daneben ist. Und so würde man aber auch nicht vorgehen, wenn man jetzt Family Office oder High Net Worth Individuals beraten würde, weil es vollkommen vorbei ist. Aber der Prozess hat sich rund um Freiberufler und deren laufende FIBU organisiert. Und das ist ja natürlich ein extremes Beispiel, wie es irgendwann mal theoretisch aussehen kann. Aber genau, wenn man heute anfängt, sagst du ja selbst, als erstes betriebswirtschaftliche Kennzahlen anschauen und die Rollen klarkriegen. Ich habe jetzt mal eine ganze Reihe an vielen Aufgaben erwähnt und das waren tatsächlich, die Mitarbeiter waren in den Teams. Da gab es nicht Mitarbeiter, die alles gemacht haben. Da gab es nicht Mitarbeiter, die erst mal ein bisschen Vertrieb gemacht haben, dann ein bisschen Beratung gemacht haben, dann ein bisschen FIBO, die ein bisschen Jahresabschluss. Die haben nur ihre eine Rolle in ihrem einen Team gemacht und links und rechts davon gar nichts. Es hat dazu geführt, dass die extrem effizient und produktiv waren in dem, was sie gemacht haben. Weil es war an jeder einzelnen Stelle wirklich absolute Fließbandarbeit. Und das Überraschende ist, es hat sich nie einer darüber beschwert, dass es langweilig ist. Weil das ist das, was ich immer gehört habe, das ist doch super langweilig. Wir hatten viele Themen mit Mitarbeitern, wie man das hat, wenn man viele Mitarbeiter hat. Wir waren in der Spitze 80 Mitarbeiter, die in diesem Konstrukt gearbeitet haben. Es hat sich nie einer über Eintönigkeit in der Arbeit beschwert. Das ist für viele immer sehr überraschend gewesen, weil wenn man sich darauf spezialisiert, gibt es ja trotzdem wahnsinnig viele Themen und Dinge. Man kann aber tiefer einsteigen. Man hat nicht mehr so ein breites Wissen, weil wir haben keine einzige Bilanz erstellt und die FIBU gemacht haben, haben auch einen Jahresabschluss gemacht. Aber in dem einzelnen Bereich gibt es dann doch so viel Dinge, die man wissen kann. Und vor allen Dingen ist das Prozessverständnis und das Prozessdenken, das ist ein Skill, den lernt man sonst in der klassischen Ausbildung zum Steuerfachangestellten so gar nicht. In Prozessen und in Effizienz und auch auf der Suche ständig nach Optimierungsmöglichkeiten, das immer auf dem Schirm zu haben, ist halt auch eine Tätigkeit, die aber in der klassischen Steuerberatung eher nicht der Fall oder nicht so ausgelebt wird, um es mal so zu sagen. Leider nein. Das ist ein extremes Beispiel für Prozesse, für in Rollen denken und arbeitsteilig vorgehen. Und natürlich ist das, wenn ich jetzt eine klassische Kanzlei habe, würde ich ja nicht so anfangen, sondern ich würde halt anfangen zu schauen, okay, wie werden denn hier Aufträge erstellt? Sollte das nicht vielleicht einer irgendwie zentral machen? Oder wenn wir keine Ahnung, wenn wir mit Mandanten kommunizieren, wollen wir nicht zentral eine E-Mail schicken oder muss es jeder einzelne Mitarbeiter machen? Oder wenn wir einen Jahresabschluss freigeben lassen wollen, wollen wir da jetzt nicht ein Tool nehmen oder kann das nicht das Sekretariat machen, eine Unterschrift vom Mandant einfangen und so weiter. Das sind ja so die kleinen ersten Schritte, denen man anfängt. Aber wenn man das konsequent vorantreibt und die Kanzlei eine entsprechende Größe hat, dann wird die Arbeit natürlich immer feingliedriger, um es mal so zu sagen. Es gibt immer diesen geflügelten Begriff von nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeiten. Wie siehst du da, weil du vorhin auch gesagt hast, die Kanzleileitung, die überall noch involviert sein muss sie das denn nicht? Und was ist das richtige Maß an im Unternehmen oder am Unternehmen zu arbeiten? Oder würdest du diese Unterscheidung in der Form so gar nicht machen? Also ich nenne das immer Twitter-Rolle des Steuerberaters. Ne? Also die Durchschnittskanzlei hat 1 oder 2 Berufsträger, die der Kanzlei vorstehen. Warum? Weil sie Berufsträger sind und weil sie berufsrechtliche Pflichten überwachen müssen. Und da müssen sie in der Kanzlei arbeiten, Melchior. Das ist nämlich in ihrem Berufsbild so hinterlegt. Das können andere nicht.
So, jetzt ist aber die Frage, was heißt denn an der Kanzlei arbeiten? An der Kanzlei arbeiten heißt, sich um die Organisation der Kanzlei, um die Verbesserung der Arbeitsabläufe zu kümmern, um die Modernisierung des Unternehmens und darum, dass der Laden läuft. Und da hast du zwei Typen. Da gibt's so welche wie mich, ja, die gerne diese Dinge machen und fachlich sich nicht bis in die hinterletzte Tiefe da reingraben, wenn irgendwas ist. Und andere, die aber sagen, wieso, ich mache hier meine fachliche Arbeit, mein Personal arbeitet mir zu, ich organisiere das fachlich und ich habe ein Sekretariat, das sich um die Abrechnung kümmert. Mehr ist es ja eigentlich nicht, weil du im Vorfeld sagst, ich brauche kein Angebot machen, steht in der Vergütungsverordnung, ich brauche nicht sagen, was ich mache, steht im Gesetz. Punkt. Ja, das ist etwas, was ganz anders ist. Und aus dieser Liga, wenn die Durchschnittskanzlei, wie du sie nennst, aus dieser Liga kommt, dann ist alleine schon die Frage, muss es ein Angebot geben, eine Herausforderung? Ja, selbst gibt es einen Vertrag, lieber Melchior? Sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, bei euch ist das bestimmt nicht so. Nichtsdestotrotz ist es häufig noch anzutreffen, dass selbst ein Vertrag gar nicht vorhanden ist, sondern eine Vollmacht. Und aus der wird das gesamte Mandat abgeleitet. Und das sich damit zu beschäftigen, dass eine Kanzlei, obwohl sie eine gesetzlich vorgeschriebene oder ein gesetzlich vorgeschriebenes Leistungsportfolio hat und einen gesetzlich normierten Vergütungsrahmen hat, sich als Unternehmen am Markt zu präsentieren hat, weil sich Leistungen verschieben, nehmen wir jetzt nur mal hin zu Self-Services und Anbietern, die das propagieren und machen und tun, oder outsourcen, wie Menschen die Löhne nicht mehr abrechnen lassen, sondern sie von outgesourcten Lohnabrechnern machen lassen. Das sich damit zu kümmern, ist für die Durchschnittskanzlei eine Herausforderung, Melchior. Das ist eine Herausforderung. Warum? Because they never learned it. Und jetzt geht's auch noch schnell. Ja, jetzt reden wir an der Spitze der Diskussion von der Konzentration des Marktes aufgrund von Kapital, von Fremdkapital, was reinfließt. Wir reden über die Übernahme der gesamten oder eines Großteils der Wertschöpfungskette durch Tech-Giganten. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob unser Berufsstand, so wie er jetzt ist, sich noch rechnet in den nächsten Jahren, weil sich eben das Verhältnis des Arbeitens komplett dreht oder verändert. Das haben die alle nicht gelernt in ihrer Ausbildung, obwohl sie das tollste Examen gemacht haben, wo die eine Hälfte durchfällt und die andere Hälfte eben nicht. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und wenn wir von Durchschnittskanzlei sprechen und was würde ich machen, wenn ich sie jetzt übernehme, ja, dann bin ich junger Steuerberater oder vielleicht junger gar nicht Steuerberater, so wie du. Und dann ist ja auch die Frage, wie weit sind die Mitarbeitenden in der Kanzlei mit diesem Paradigmenwechsel überhaupt vertraut? Wissen die, was da abgeht? Wollen die das wissen? Ja. Ich habe hier auch zum Teil in Kanzleien den Eindruck, dass Mitarbeitende gar nicht wissen wollen, was da abgeht. Die wollen einfach nur ihre Arbeit erledigen. Und du hast es gerade gesagt, hochspezialisiert, war nicht langweilig. Wir beiden wären nach einer halben Stunde aus diesem Raum gerannt. Ich habe keinen Bock hier so einen Scheiß zu machen. Sag mal, habt ihr alle noch auf dem Zaun? Das mache ich nicht. Ja, das und gleichzeitig war es aber nicht langweilig, wie du sagst. So dass da an der Stelle auch nochmal was ist. Was gebe ich denn den Mitarbeitenden mit? Was ist meine Strategie? Was ist mein Weg? Was heißt Klarheit? Womit verunsichere ich die eigentlich nur? Und wie wird das Zukunftsbild aussehen, was so ein Steuerfachangestellter oder Steuerfachwirt oder auch meinetwegen ein von außen reingehupfter Buchhaltungsspezialist denn machen will? Da ist die zweite Liga dann. Wo habe ich mein Kernteam? Wo möchte ich das hinentwickeln? Welche Produkte biete ich in Zukunft noch an? Und welche muss ich gar nicht mehr anbieten, weil sie letztendlich am Markt Auslaufmodelle sind, so wie ich sie jetzt anbiete. Das wird schon auch nochmal spannend sein, an der Stelle zu hinterfragen. Ja, das ist ja, ich meine, du hast ja auch so ein bisschen gesagt, du würdest als erstes erstmal betriebswirtschaftliche Kennzahlen anschauen. Das heißt, du guckst dir wahrscheinlich Umsatz- und Deckungsbeitrag pro Mandant an, pro Auftrag, pro, keine Ahnung, Segment. Würdest du dir das anschauen und daraus ableiten, würdest du wahrscheinlich sehen, da gibt's ein paar Mandate, wo man mal ein bisschen tätig werden muss. Und dann hast du gesagt, würdest du über die Rollen in der Kanzlei drüber nachdenken und bestimmte Dinge erstmal vereinheitlichen und dann zentralisieren. Gehen wir mal davon aus, das ist jetzt wirklich einfach nur die Kapazitätsplanung. Wer macht eigentlich was, wie, irgendwie? Und da kommt ein neues Mandat rein und irgendjemand muss ja entscheiden, können wir das machen oder können wir das nicht machen. Das hat in der Vergangenheit irgendwie der Kanzleiinhaber gemacht, könnte in Zukunft
auch jemand machen, der sich Kanzleimanager oder Kanzleimanagerin nennt. Und die muss natürlich diese Fähigkeit haben oder auch die Ressourcen und die Daten dazu haben, zu wissen, wie ist eigentlich gerade die Arbeitsauslastung bei jedem einzelnen Mandant. Nur weil ein Kollege gerade besonders angestrengt schaut, heißt das nicht, dass die Person auch wirklich viel zu tun hat. Das ist so das Erste, was ich übrigens gelernt habe, als ich bei KPMG gearbeitet habe. Geh niemals ohne Ordner unterm Arm zur Kaffeemaschine, weil du kriegst sofort Arbeit aufgedrückt. Deswegen hat man sich immer irgendeinen Ordner genommen und ist damit zur Kaffeemaschine gelaufen. Dann ist man auch ohne zusätzliche neue Arbeit wieder zurückgekommen. Aber das ist ja ehrlicherweise so ein bisschen so ein Bullshit-Ding, was aber jeder in großen Unternehmen zumindest kennt. Das heißt aber, du brauchst, um zurückzukommen, für den Kanzleimanager, Kanzleimanagerin auch die Werkzeuge und die Daten und die Transparenz, diese Entscheidung treffen zu können. Aber, und das hast du ja gerade auch angesprochen, das sind ja ganz unterschiedliche Aufgaben. Das bedeutet, plötzlich brauche ich jemanden, der so eine Art Projektmanagement-Skills hat und das hat die meisten Steuerfachangestellten jetzt nicht per Geburt, sondern die meisten sind eher nicht Steuerfachangestellte geworden, weil sie gerne überall 1000 Fäden in der Hand haben und so ein bisschen hin und her mit Projekten jonglieren, sondern eher, weil sie einen klar ordentlichen Ordner vor sich haben und dann da in eine gute Ordnung noch bessere Ordnung reinbekommen. Das ist eher andere Talente, um es mal so zu sagen. Und dann muss man sich ja automatisch überlegen, kann ich meine Mitarbeiter, die ich heute habe, dahin entwickeln oder stelle ich Menschen mit ganz anderen Talenten und Skills an? Ich würde mal sagen, eine Personalplanung fange ich unter Umständen an, Leute einzustellen, die klassischerweise nie in der Steuerberatung gelandet wären, weil ich halt einfach gute Projektmanager einstelle oder Kanzlei oder generell Manager einstelle und nicht mehr gute Steuerfachleute. Ja. Schön, haben wir das geklärt. Und das trägt sich ja dann fort. Bei IT-Technologiethemen hat man dann ITler und so weiter. Und die Frage ist ja dann schon irgendwo, wo bleibt denn die steuerfachliche Arbeit? Oder wie viel Prozent steuerfachliches Personal braucht man eigentlich in so einer Kanzlei von Zukunft? Wenn man links und rechts immer mehr Aufgaben und Tätigkeiten, Prozesse zentralisiert oder wie du sagst, Lohnbuchhaltung zum Beispiel auslagert, dann brauche ich intern auch nicht mehr die Kapazitäten, sondern dann wird die Kanzlei Stück für Stück, wenn man das immer weiter macht, werde ich ja immer mehr Leute auch in einer Kanzlei haben, die eigentlich steuerfachlich, rechtlich gar nicht die Ausbildung haben. Ich gehe mal davon aus, damit meinst du dann letztendlich auch die Rollen, weil dann stellt man sich auch immer die Frage, wofür ist eigentlich ein Berufsträger da? Der Berufsträger soll ja Unternehmer sein, um eben genau diese Fragen, die du gerade gestellt hast, zu beantworten. Gleichzeitig ist aber die fachliche Tiefe, die benötigt wird im Fachteam, die wird immer tiefer, weil die einfachen Aufgaben kann man durchaus technologisch lösen, viele von den Dingen, indem man sie zentralisiert und standardisiert. Aber die fachliche Tiefe, die gebraucht wird, weil auf der anderen Seite ist die Entwicklung in der Finanzverwaltung und die gesetzlichen Anforderungen sind halt immer noch die gleichen, ja. Dann kommt das Finanzamt und sagt, das muss jetzt aber so sein. Und die Frage ist, warum das? Da haben wir ja eine absolute Diskrepanz. Wir sagen auf der einen Seite, wir zentralisieren und standardisieren in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten. Und vom Finanzamt kommt dann auf einmal eine tiefe Anfrage, eine kurze Frist, irgendwann, wann es losgeht, mit entsprechendem fachlichen Know-how. Da brauchst du schon auch in deinem Umfeld oder in deiner Kanzlei fachliche, echte Expertise. Und die ist weiter nötig. Und das ist auch die Herausforderung dann, diese Balance zu bekommen zwischen mehr unternehmerisch gelagertem Personal, was sich um den Kunden kümmert, um Customer Success, um was weiß denn ich, oder auch um Productized Services, also überhaupt mal diese Services zu entwickeln, zu bauen, Business Development und gleichzeitig aber in dem klassischen Teil, weil wir machen immerhin noch Steuerberatung, auch vielfach klassischer Prägung. Das heißt nicht wie, sondern was wir da machen, das bleibt erstmal noch sehr wenig angetastet. Und das ist ein Balanceakt, der stetig und ständig den Kanzleiinhaber oder denjenigen, der eine Durchschnittskanzlei übernimmt, begleiten wird, weil er da zig Stellschrauben hat und tausende von Fettnäpfchen, in die er reintreten kann, die das spannend machen. Deswegen wird's halt eben auch nicht langweilig, ne? Ja, so in Anbetracht der Zeit neigen wir uns langsam auch so ein bisschen dem Ende der Folge. Ich finde ehrlicherweise, gerade von dem auch, was du sagst, das wirkt dir erstmal nach, es gibt 1000 Stellschrauben, wie du sagst, Balanceakt und so weiter. Was ich glaube, was wichtig ist, und so arbeiten auch viele Startups ehrlicherweise immer in Iterationszyklen. Das heißt, es ist ja nie fertig, sondern man sagt, ich nehme jetzt dieses Jahr das vor oder dieses Quartal das vor und dann macht man eine kleine Änderung und dann beobachtet man wieder und dann stellt man fest, jetzt funktioniert das und selbst wenn eine Veränderung gut funktioniert, hat man
plötzlich vielleicht ganz neue Probleme. Wir hatten zum Beispiel in dem Beispiel, ich habe die Kontostruktur erzählt, haben wir plötzlich gesehen, wer kümmert sich denn jetzt um Betriebsprüfung? Die natürlich kommen, wenn man so eine riesengroße Anzahl an Mandanten hat. Wer macht denn das eigentlich? Und das war vorher nie ein Problem, als man Mandat und Mitarbeiter einfach zugeordnet hat, weil dann hatte man Mitarbeiter und einen zuständigen Steuerberater und dann haben die sich halt um die Betriebsprüfung gekümmert. Wenn ich so Prozesse mache, kriege ich plötzlich ganz neue Probleme. Und wenn man da dann zum Beispiel quartalsweise oder jährlich einfach immer sagt, ich laufe diesen Prozess immer neu runter, ich beobachte, ich messe und leite daraus neue Handlungen ab und dann wieder neue probieren und so weiter. Dieses zyklische, immer weiter dran schleifen und vorzugehen, ist echt ganz schön. Ich mag auch dieses Bild des Bildhauers. Es gibt so einen schönen Spruch zu sagen, ein guter Bildhauer baut aus einem Block Stein nicht eine Figur, sondern er sieht von vornherein die Figur, die schon immer da ist und befreit diese Figur einfach nur von allem Überflüssigen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig zu verstehen, wo möchte ich eigentlich hin und wie soll das Zukunft aussehen? Und dann geht man quasi Schicht für Schicht immer weiter vor. Und ein abschließender Gedanke, was immer viel einfacher ist, auch Menschen in der Praxis viel einfacher fällt, ist sich als erstes nicht die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich, sondern vielleicht auch die Frage zu stellen, was möchte ich nicht? Also was ist eigentlich das Überflüssige, was ich hier weghaben will? Und ich glaube, das kann jeder Mitarbeiter und auch jeder Kanzleiinhaber sagen, nee, hier, E-Commerce, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ja, kein Problem. Das sind dann wahrscheinlich, wenn man nicht zufälligerweise eine spezialisierte Kanzlei ist, auch nicht so viele Mandate und es ist im Zweifel auch einfacher zu tun, einfach nächstes Quartal sich von diesen 3 E-Commerce-Mandaten zu trennen, als sofort die ganze Kanzlei plötzlich zu einem super automatisierten System der Zukunft zu machen. Und es gibt auch da per se ja kein richtig und falsch, ähnlich wie beim Bildhauen auch. Es gibt ja nicht die richtige Figur, es gibt nicht das richtige Kunstwerk, sondern wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, dann kommt ja immer was Individuelles, also eine individuelle Kanzlei, ein individuelles Unternehmen auch raus. Und da sind wir jetzt ja, also kein Mensch dieser Welt kann sagen, so muss bitte deine Kanzlei aussehen, sondern das ist ja ein persönlicher Prozess, den man mit seinen Mitarbeitern, seinen Mandanten und mit seiner eigenen Persönlichkeit durchlaufen muss. Schönes Schlusswort. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, Martin, und bedanke mich natürlich auch bei eurer Zeit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben übrigens inzwischen schon 2, 3 Kommentare bekommen zu den letzten Folgen. Damit fangen wir nächstes Mal an, dass wir so die Kommentare lesen und besprechen. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, dann schreibt uns gerne. Entweder auf LinkedIn oder E-Mail oder ihr findet uns schon auf YouTube, im Kommentarbereich, wie auch immer. Und dann besprechen wir das nächstes Mal oder in einer der weiteren Folgen. Vielen lieben Dank. Bis bald.